Haben Sie sich jemals gefragt, was passieren würde, wenn Sie eines Tages aufwachen und sich nicht mehr als Mensch fühlen? Was würden Sie tun, wenn Sie plötzlich nichts mehr wert wären? Franz Kafka war ein deutschsprachiger Schriftsteller, geboren am 3. Juli 1883 in Prag und gestorben am 3. Juni 1924 in Wien. Kafka wurde in einer jüdischen Familie geboren und wuchs in Prag auf. Er hatte eine schwierige Beziehung zu seinem Vater, was sein Leben und seine Werke stark beeinflusste. Kafka fühlte sich oft zwischen seiner deutschen Sprache, der jüdischen Kultur und dem tschechischen Umfeld hin und her gerissen. Seine bekanntesten Werke sind die Romane Der Prozess, Das Schluss und die Erzählung Die Verwandlung. Kafka schrieb oft über Themen wie Angst, Isolation und das Gefühl, von einer unverständlichen Welt kontrolliert zu werden. Gregor Samsa, ein einfacher Angestellter. Eines Tages wacht er auf und merkt, dass er ein großes Insekt geworden ist. Er ist zu spät aufgestanden, also seine Familie beginnt klopfen an der Tür seines Zimmers, damit er zur Arbeit geht und seinen Job nicht verliert. Später kommt sein Chef und fragt seine Familie, warum er nicht zur Arbeit gekommen ist. Gregor hört das Gespräch und geht hinaus. Sobald seine Mutter ihn gesehen hat, fiel sie sofort in Ohnmacht. Sein Chef hat Angst und läuft weg auch. Dann schlägt ihn sein Vater, um ihn in sein Zimmer zurückzubringen. Langsam beginnt Gregor sich wie ein Insekt zu verhalten. Niemand hilft ihm außer seiner Schwester. Vor seiner Verwandlung hat Gregor die Familie finanziell unterstützt, doch jetzt entdeckt er, dass sein Vater noch Geld hat. Die Familie gewöhnt sich an die neue Situation, aber mit der Zeit ändert sich ihr Verhalten. Sie empfinden jetzt Ekel gegenüber Gregor. Dann schlägt seine Schwester vor, ihn loszuwerden. Als Gregor das hört, hört er auf zu essen und verfällt in eine tiefe Depression. Schließlich stirbt er. Die Familie fährt seinen Körper los und sie leben wieder ihr normales Leben. Am Morgen, als alle Türen geschlossen waren, wollten alle hereinkommen. Und jetzt, da er selbst die Tür geöffnet hatte, kam niemand. Wie können Franz Kafka, der Meister der surrealen Isolation, und Naguib Mahfouz, der Spiegel der ägyptischen Realität, uns gemeinsam die tiefsten Geheimnisse des menschlichen Daseins offenbaren? Naguib Mahfouz, einer der bedeutendsten arabischen Schriftsteller, wurde 1911 in Kairo, genauer gesagt in der Nachbarschaft El-Gamaliya, geboren und starb 2006. 1988 erhielt er den Nobelpreis für Literatur aufgrund seiner Werke. Daher ist er der erste Schriftsteller, der diesen Preis gewonnen hat. Er war bekannt für seine gesellschaftlichen, politischen und philosophischen Geschichten und Romane, da er stets die ägyptische Realität in seinen Werken verarbeitet hat, indem er die Gesellschaft wie eine Fotografie dargestellt hat. Eine dieser Geschichten ist unsere heutige Geschichte.
Der ehrenwerte Herr oder Hadrat al-Muhtaram. Der ehrenwerte Herr von Naguib Mahfouz erzählt die Geschichte von Osman Bayoumi, einem einfachen Regierungsangestellten, der davon träumt, Generaldirektor zu werden. Osman stammt aus einer armen Familie, hat aber größere Ambitionen, die ihn antreiben, hartnäckig und fleißig zu arbeiten, trotz aller Hindernisse. Der Roman beleuchtet, wie übermäßiger Ehrgeiz das Leben eines Menschen beherrschen kann. Osman war bereit, alles zu opfern, sogar seine Beziehung zu seiner Kollegin Fahima, die ihn liebte, nur um seine Ziele zu erreichen. Als er schließlich die Position erreichte, von der er träumte, stellte er fest, dass der Erfolg ihm kein Glück brachte. Sein Leben würde langweilig und einsam und bedeutungslos. Der Roman zeigt, dass Ehrgeiz ein zwischenneidisches Schwert sein kann. Mahfouz regt dazu an, über den wahren Sinn von Erfolg nachzudenken. Ist es den Verlust der eigenen Menschlichkeit wert, die Spitze zu erreichen? Die Verwandlung von Franz Kafka und Hadrat al-Muhtaram von Naguib Mahfouz. Beide Romane thematisieren Isolation, Entfremdung und die gesellschaftliche Kritik, haben aber auch deutliche Unterschiede. Lassen Sie uns die Ähnlichkeiten und Unterschiede analysieren. Ähnlichkeiten: Erste, Isolation und Entfremdung. Sowohl Gregor Samsa in Die Verwandlung als auch Osman Bayoumi in Hadrat al-Muhtaram erleben Isolation. Gregor wird nach seiner Verwandlung zum Außenseiter, während Osman sich selbst von sozialen Bindungen abschottet, um beruflich erfolgreich zu sein. Zweite, Gesellschaftskritik. Beide Autoren kritisieren soziale Strukturen. Kafka zeigt die Grausamkeit gegenüber dem Andersartigen, während Mahfouz die unmenschliche Bürokratie darstellt, die Menschen ihrer Identität beraubt. Dritte, Selbstauferklärung. Die Hauptfiguren opfern sich auf. Gregor tut alles für seine Familie, wird jedoch im Stich gelassen. Osman opfert persönliche Beziehungen und erkennt, dass sein beruflicher Erfolg kein echtes Glück bringt. Kafka verbindet in Die Verwandlung magischen Realismus mit alltäglichen Themen. Mahfouz hingegen verwendet in Hadrat al-Muhtaram einen realistischen philosophischen Stil, der die innere Welt der Figuren präzise beleuchtet. Gregor ist schüchtern, voller Charme und leidet an mangelndem Selbstvertrauen. Osman hingegen ist ehrgeizig, diszipliniert und zielstrebig, aber auch emotionslos. Dritte, Ende und Fügung. Die Verwandlung endet tragisch mit Gregors Tod in völliger Isolation. Hadrat al-Muhtaram zeigt einen bittersüßen Abschluss. Osman erreicht seinen beruflichen Traum, bleibt aber einsam und stellt fest, dass Erfolg allein nicht genügt. Beide Romane behandeln tiefgreifende physiologische und gesellschaftliche Konflikte. Kafka präsentiert eine existenzielle Entfremdung in einer fantastischen Welt,
während Mahfouz die realistische Tragödie des beruflichen Ehrgeizes zeigt. Am Ende spiegelt jedes dieser beiden Werke eine unterschiedliche menschliche Reise wider. Eine, die von Entfremdung und Selbstverlust geprägt ist. Und eine andere, die sich um Ehrgeiz und Erfolg dreht, jedoch zu einem hohen Preis. Meiner Meinung nach enthält Kafkas Geschichte eine Warnung dafür, unsere Menschlichkeit zu vernachlässigen, während Mahfouz uns lehrt, den Wert des Gleichgewichtes zwischen beruflichem und persönlichem Leben zu schätzen. Die Frage an euch: Glaubt ihr, dass Erfolg es wert ist, Beziehungen und Glück zu opfern?